Ja, ihr Lieben, was macht ein Minimalist, wenn es schief geht? Sich selbst beschimpfen, was bin ich für ein Depp? Nein. Aufgeben? Nein. Ich mache es neu, mit anderen Spielregeln. Heute Morgen der Livestream, ich konnte es nicht lassen. Ich wollte rausgehen ins Amphitheater hier unten in Zypern und naja, mein Handy war wieder mal nicht schnell genug. Ich reg mich jetzt nicht auf, sondern ich mache ein neues kleines Spiel. 10 Minuten Zusammenfassung, die wichtigsten Punkte, die ich heute erzählt habe. Ich nehme es auf und lade es neu hoch. Heute das Thema, wie können wir besser runterkommen? Wie kann es uns gelingen, runterzukommen, gerade wenn wir in den Ferien sind? Denn kennst du das? Du hast Ferien, du hast eigentlich nichts zu tun und es fiel dir nie schwerer, als in den Ferien runterzukommen. Warum ist das so und wie könnte uns der Minimalismus in dieser Situation helfen? Ich erzähle wie immer meine Geschichte, ich erzähle dir, wie der Minimalismus mir hilft. Ich erzähle die Geschichte vom Mann, der ein Burnout bekam, als er ins Sabbatical ging. Ich erzähle dir die Geschichte von meinem Sohn Ryan, der eigentlich am Anfang gar keine Ferien machen wollte. Und zuerst erzähle ich dir aber, wie es mir ergangen ist und wie ich das Problem gelöst habe. Am Donnerstag hatte ich unglaubliche Kopfschmerzen. Das kommt bei mir sehr selten vor, so vielleicht zweimal im Jahr. Und ich lag da nieder. Ich habe meine Kinder gebeten, bitte lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt einfach diese Schmerzen loswerden. Und da hat meine Freundin Graziella angerufen und ich habe gesagt, Graziella, ich mag eigentlich gar nicht telefonieren, mir geht es echt nicht gut. Wir haben ein bisschen geredet und habe ich gemerkt, wow, ich habe dann aufgehängt nach einem kurzen Gespräch und ich habe gemerkt, ich habe am Sonntag den Livestream. Ich habe noch keinen Interviewpartner, ich habe noch kein Thema und es hat begonnen, mich zu stressen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir dann gesagt, ich werde einfach am Sonntag mit Graziella reden, so wie ich jetzt gerade mit dir am Telefon gesprochen habe. Ganz natürlich, ganz normal. Ja, natürlich hat Graziella gesagt, oh nein, das ist intim, ich will nicht und ich trete nicht gern öffentlich auf. Aber das machte gar nichts, weil in meinem Kopf, ich habe die Einstellung, ich habe den Mindset geändert. Ich habe mir gesagt, ich mache einfach ganz ein normales Gespräch, so als ob ich mit Graziella reden würde. Und da habe ich gemerkt, jetzt setze ich genau das um, was ich in einer Fernsehsendung, einer Puls-Gesundheitssendung über innere Ruhe gelernt habe. Ich habe da nämlich ein Interview gemacht mit Professor Birgit Klein, Psychologieprofessorin an der Universität Zürich. Ich filme meine Interviews immer gern an speziellen Orten und Birgit Klein hat gesagt, sie kommt gern herunter oder es ist für sie besonders einfach, wenn sie am Rudern ist. Habe ich gesagt, super, dann gehen wir zusammen rudern. Am Tag vorher habe ich sie angerufen, haben Sie denn ein Boot? Sie hat gesagt, nee, es ist Februar oder so, es ist Winter, ich habe kein Boot. Ich habe ein Boot aufgetrieben, ein Saunaboot. In Zürich gibt es ein Saunaboot, das man mieten kann, glaube ich 400 Franken für 3 Stunden. Wir haben es dann zur Verfügung gestellt bekommen und sind mit diesem Boot, ein Elektroboot, rausgefahren. Und Birgit Klein hat was ganz Spannendes gesagt. Sie hat gesagt, den Stress machen wir uns immer selbst. Stress ist, wie wir reagieren auf einen äußeren oder inneren sogenannten Stressor. Also etwas, das Stress bei uns auslöst. Aber der Stress selbst ist immer unsere Reaktion. Und die Reaktion, der Stress, das Gefühl von Stress kommt von unserer Bewertung. Da habe ich gesagt, krass, warum habe ich so viel Leichtigkeit gespürt, als ich entschieden habe, nach dem Telefonat mit Graziella, dass ich den Livestream einfach so mache, als wäre es ein Gespräch. Ich habe meine Erwartungen runtergenommen. Und dasselbe ist ja mit den Ferien. Ich habe kürzlich ein Coaching gemacht und die Frau hat gesagt, es ging um die Essenz. Wann bist du in der Essenz, wann bist du nicht in der Essenz? Und sie hat gesagt, ich bin immer dann nicht in der Essenz, wenn ich so hohe Erwartungen habe. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn du Ferien hast. Der Mann, der ein Burnout bekam, als er sein Sabbatical antrat, ein Freund von mir ist sein Chef und hat gesagt, du, der hat mich wieder angerufen und hat gesagt, er wolle zurückkommen vom Sabbatical. Ja, was ist da passiert? Damals wusste ich noch nichts von Amor Vacui, vom Horror Vacui, den man umwandeln soll, also die Angst vor der Leere in eine Liebe der Leere oder zumindest mal zu lernen, die Leere auszuhalten, sie nicht gleich auszufüllen. Und heute macht es
macht das Sinn für mich? Mein Sohn, der kleine 4,5-Jährige, der Ryan, hat gesagt, Papa, je veux une vie normale. Ich möchte ein normales Leben. Habe ich gesagt, was meinst du? Er hat gesagt, ich möchte wieder zur Schule gehen. Wir sind raus aus unserem Alltagstrott. Und das ist gar nicht so einfach. Dann gehst du in die Ferien und was passiert? Deine Erwartung, die steigt und steigt und steigt. Und das tut natürlich ganz viel Druck auslösen. Druck bei uns selbst. Wir müssen uns erholen, wir müssen uns entspannen, wir müssen eine ganz besonders schöne Zeit haben. Das ist, als hättest du plötzlich 100 Millionen und müsstest jetzt glücklicher sein und du bist es dann eben auch nicht. Das Leben ist einfach so, wie es ist. Die Momente sind einfach so, wie sie sind. Und es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich war letzte Woche wirklich gestresst. Einerseits bin ich hier in diesem Haus, ich bin viel am Renovieren, ich habe viele Möbel gekauft. Dann haben wir noch die Essenzloge zusammen mit Miriam Betancourt lanciert. Und dann habe ich noch all meine Kinder hier, will allen gerecht werden. Dann möchte ich mich noch entspannen. Du verstehst es, ich habe mich selbst gestresst mit der Erwartung, die ich an mich hatte. Dann habe ich mit einem meiner Coaches, meiner Coach telefoniert, die begleitet mich seit vielen Jahren, die Frau, und dann hat sie einen sehr befreienden Satz gesagt. Und ich habe diesen Satz aufgeschrieben und der hat so viel Wahrheit. Und dieser eine Satz, und das ist jetzt wirklich Minimalismus, dieser eine Satz hat mich total befreit. Sie hat gesagt, Herr Ratgeb, vielleicht sind diese Ferien nicht da, um Ferien zu machen. Sie haben Ferien, aber sie tun was anderes. Das hat mich so befreit. Graziella hat sogar im Telefonat gesagt, du, ich mache oft Ferien von den Ferien. Ferien sind so ein Stress, gerade mit Kindern. Und dann komme ich zurück, dann nehme ich mir 1-2 Tage zu Hause, wo ich wasche, wo ich mich wieder akklimatisiere, angewöhne an meinen Alltag. Und dieser Satz hat mich total befreit. Und was habe ich gemacht? Ja, ich möchte dieses Haus gestalten. Ich möchte, dass es viele Schlafplätze hat. Ich bin Möbel kaufen gegangen und ich habe den Minimalismus umgesetzt. Und zwar, ich wollte ein Schlafsofa finden für diesen Raum. Das war früher Mamas Meditationszimmer. Aber es waren zu viele Kissen da und zu viele Teppiche und ich habe alles leer gemacht. Und hier mein Minimalismusbüro mit dem ganz kleinen 15-Euro-Tischchen eingerichtet. Wir waren bei Ikea und dann habe ich noch ein Schlafsofa besorgen wollen. Es ist nicht so einfach in Zypern ein Schlafsofa. Ich war im ersten Shop, der hatte gesagt 11 Wochen Lieferfrist und sie waren alle so hart und unbequem. Dann war ich Ikea, hat mir alles nicht gefallen und die Lieferung ist sehr teuer bei Ikea und du musst auch wieder so lange warten. Dann war ich in einem Shop, da waren wir, es war eine riesige Homepage mit ganz vielen Sachen und dann war nur so eine Trading Limited. Das kannst du alles nur im Online-Shop bestellen. Ich bestelle kein Sofa, das ich nicht test liegen kann. Und dann hat mir der Luis auf dem Parkplatz, der hat mir geholfen, das Auto zu überbrücken, gesagt, geh zu Klema. Klema ist ein Shop in Zypern. Ich ging da rein. Das heißt, ich habe ein bisschen die Nase gerümpft. Habe gesagt, was haben Sie für Bettsofas? Ja, ganz viele. Habe ich gesagt, nein, ich möchte eins zum Ausziehen. Das ist kinderleichtes Kiss. Er hatte genau eines. So ein bisschen dunkel, Anthrazit, nicht ganz schwarz. Ist das meine Traumfarbe? Nö. Ist es perfekt? Nö. Hat es den idealen Preis? Nö. 999 Euro, nur 1,90 Meter lang. Ich bin 1,83, mein Vater ist 1,86. Aber es ist da. Man kann es bekommen. Ich wollte dieses Sofa. Ich habe gesagt, ich komme in 2 Tagen wieder, wenn ich meine Ex-Frau zum Flughafen bringe und dann kaufe ich ein. Ich habe das gemacht. Ich habe mir noch mal einen Tag Puffer gelassen und ich habe nirgendwo ein schöneres Bettsofa gefunden. Und ich habe dann gekauft. Und ich habe noch ein Bett gekauft, um den ehemaligen Eselstall auch in ein Schlafzimmer umzumünzen. Und ich habe noch ganz viele schöne Sessel gekauft, kleine Tischchen, wo man einen Laptop zum Sessel zustellen kann. Und ich war so befreit. Und gestern bin ich nochmal in den Laden gefahren und habe nochmal ein Sofa gekauft. Und das ist das Sofortprinzip und das ist das KISS-Prinzip. Nicht perfekt. Ich habe es abgeschlossen. Nächste Woche, am Mittwoch, also heute in 3 Tagen, wird alles geliefert. Ich bereite alles vor und es ist erledigt. Und ich bin so glücklich. Und ich habe wirklich losgelassen. Alle diese Erwartungen an die Ferien. Ich habe mir überlegt, was hilft uns und wie hilft uns Amor Vacui. Eben, Vacui heißt eigentlich die Leere. Keine Erwartungen haben. Die Erwartungen
wegstreichen, die Erwartungen wegnehmen. Und wie geht das? Wie merke ich es, ob es mir gelingt oder nicht? Ob ich runterkomme? Wie merkst du es? Schreib es mir unten in den Kommentar. Wie spürst du, jetzt bin ich angekommen oder runtergekommen? Oder wie ich jetzt auch sagen will, jetzt bin ich bei mir, in meiner Essenz. Ich merke es, wenn dieses Getriebensein weg ist. Ich müsste mal noch dieses Abarbeiten wollen von To-Do-Listen, eben die Not-To-Do-Liste, ein bisschen nach vorne nehmen. Ich habe jetzt keine Erwartung. Ferien müssen nicht die Ferien sein. Und dann wird es in mir ganz ruhig und ich spiele mit Amor Vacui. Und ich habe immer wieder festgestellt in letzter Zeit, die besten Dinge in meinem Leben, und ich habe das im Livestream, der eben nicht so funktioniert hat, erzählt, und ich werde es an einem neuen Ort nochmal erzählen, sind immer dann passiert, wenn ich nichts mehr erwartet habe. Und dieses neue Gefühl, so ein bisschen planlos sein, flanieren, statt mit so Scheuklappen fokussiert in die Umsetzung zu gehen, was auch wichtig ist und was auch Spaß macht und was auch gut tut. Aber wir müssen das ein- und ausschalten können. Jetzt bin ich effizient, jetzt bin ich fokussiert und jetzt lasse ich geschehen. Jetzt flaniere ich. Heute Morgen, das ist die letzte Geschichte für heute, als ich runterging ins Amphitheater da unten für den Livestream, bin ich an einer Schnecke vorbeigekommen. Es war eine Schnecke und da waren ganz viele Schnecken drauf. Die haben gekuschelt oder sich fortgepflanzt oder weiß ich was immer. Ich habe ein bisschen geschaut. Ich habe gerade gelesen, dass Schnecken Zwitterwesen sind, männliche, weibliche Anteile. Keine Ahnung, wie es klappt mit der Fortpflanzung. Aber diese kuschelnden Schnecken, ja, das war Flanieren. Weil ich hatte mir eine halbe Stunde Zeit gelassen, um an den Ort des Livestreams zu gehen. Und vielleicht war dieses Hingehen zum Livestream wichtiger als der Livestream selbst. Tut mir leid, wenn ihr im Livestream nichts gehört habt. Das ist die kleine Zusammenfassung. Wie hilft Minimalismus? Indem wir weglassen, vor allem die Erwartungen an uns selbst, wie wir uns fühlen sollten, wie wir agieren sollten, indem wir ins Flanieren kommen, in die Verlangsamung und dann vielleicht Schnecken beim Kuscheln zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Danke und tschüss.